Die Vergangenheit ist niemals tot, sie ist nicht einmal vergangen. Am frühen Abend erreichen wir bei unserer Lost Place Tour ein verlassenes Chateau, das seit vielen Jahren im Stillstand verweilt. Diese Erkundung ist alles andere als ungefährlich. Im Inneren lauern Gefahren, denn der Boden ist an vielen Stellen extrem instabil. Doch was wir hier vorfinden, übertrifft alle Erwartungen. Der letzte Bewohner war offenbar tief in Religion und Kultur verwurzelt und hinterließ Spuren eines faszinierenden und vielschichtigen Lebens. Begleite uns bei diesem spannenden Abenteuer. Das ist die Hammermission. Richtig schön großes Chateau. Man sieht, wie verwildert das ganze Grundstück ist. Auch von vorne, wo man direkt am Tor steht, ein bisschen der Rasen gemäht wurde. Hier hat sich schon sehr lange nichts mehr getan. Das kann man, glaube ich, nicht leugnen, oder? Wahnsinn. Wir müssen halt nur aufpassen. Gerade solche Chateaus, die in so einem guten Zustand sind, könnte auch noch irgendwie eine Alarmanlage sein. So, es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant aus von außen. Aber es hat auf jeden Fall auch eine Alarmanlage links am Gebäude. Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Also verlassen ist es auf jeden Fall. Alarmanlage dann. Ja, habe ich gerade auch gesagt. Ja. Aber die sieht ziemlich alt aus. Aber es hat leider nicht immer was zu sagen. Aber ja, mehr als gucken können wir nicht, ne? Genau. Sieht auf jeden Fall gut verlassen aus. Das muss man überraschen, ne? Ich glaube, hier müssen wir richtig aufpassen. Da hinten ist ein Haus, was auch noch relativ bewohnt aussieht. Man hört auf jeden Fall auch Stimmen aus der Richtung. Doch wieder eine heiße Location. Krass. Das andere Seite genauso. Jäger. Okay, was ist das? Hast du auch gemacht? Das Klemmfell habe ich gerade schon probiert. Der Eingang ist da. Da steht eine Leiter. Nein, hier. Kriegst aber doch nicht auf. Da ist doch was hinter. Oder bin ich blöd? Versuch mal aufzumachen. Das Fenster hinter. Fenster. Wie soll ich das denn machen? Achso, hallo. Lohnt sich aber. Wenn die wegrutscht, ne? Dann war's das. Also, So, hier ist auf jeden Fall so mutig und geht durchs Kellerfenster rein. Ist auf jeden Fall nicht ohne. Definitiv nicht. soll ich mal gucken wegen anderen Eingang? Fenster wäre nicht schlecht hier. Dann gib mal meine Taschenlampe aus dem Rucksack oder irgendwo Taschenlampe. So ihr Lieben, bevor das Video weitergeht, möchten wir euch noch unseren heutigen Sponsor Surfshark VPN vorstellen, der uns im Urlaub wirklich hilfreich ist. Ihr kennt das sicher, man ist im Urlaub und möchte auch seine Lieblingsserien und Filme genießen, aber viele Inhalte sind im Ausland leider gesperrt. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Surfshark ermöglicht euch, eure IP-Adresse zu ändern und somit weltweit auf eure Inhalte zuzugreifen. Mit nur einem Klick könnt ihr eure virtuelle Location ändern und habt Zugriff auf Inhalte, die sonst nur zu Hause verfügbar wären. Also perfekt für euch, wenn ihr im Urlaub seid und natürlich nicht auf eure Filme und Lieblingsserien verzichten möchtet. Holt euch Surfshark VPN, alle Infos sind in der Videobeschreibung zu finden und sichert euch 4 zusätzliche Monate kostenlos.
Alle Infos findet ihr auch im angepinnten Kommentar. Aber das ist noch nicht alles. Mit Surfshark seid ihr auch im öffentlichen WLAN-Netzwerken sicher unterwegs. Gerade im Urlaub, in Cafés oder an Flughäfen kann es unsicher sein. Aber Surfshark verschlüsselt eure Daten, damit Hacker keine Chance haben. Obwohl wir hier im Urlaub sind, verpassen wir dank Surfshark keine einzige unserer Lieblingsserie. Vielen Dank an Surfshark VPN für das Sponsoring dieses Videos. Vergesst nicht, euch die 4 zusätzlichen Monate kostenlos zu sichern. Alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt geht das Abenteuer weiter. Die Tür ist zugeschlossen. Jetzt haben sie aber eine Zwischendecke rausgerissen. Da ist eine Leiter dran. Dauert ein bisschen. Jetzt muss ich da hochklettern über die Deckenbalken. Ach du Scheiße. Oberstockwerk. Ich guck dann mal. Ne? War sehr vorsichtig, ne? Aber ist aber richtig gut gesichert eigentlich, ne? Ist halt auch in schlechtem Zustand, würde ich mal sagen. Ne? Ein bisschen. Hier vorne war ein riesengroßer Teich, so eine Art Springbrunnen wahrscheinlich. Springbrunnen war da. So, wir haben jetzt hier eine exklusive Begehung und gleich wird uns hier geöffnet. Vielleicht. Lasst auf jeden Fall mal ein Like da für Jirka und einen Kommentar, wie mutig er ist. Musst du wenigstens nicht da runtergehen und es aufmachen. Sehr gnädig. Ja, also man sieht, hier ist eigentlich der Eingang. Und ich denke, das wird irgendwie verkeilt sein. Mit diesem kleinen Hebel, dass man das nicht aufzieht. Das kannst du so einhaken, genau. Genau, einhaken. So, Jirka hat uns geöffnet. Das ist so geil. Es ist geil, ja? Ja, ich find's mega. Leute, schaut einfach mal hier diese Szenerie an, wie das aussieht mit dem Tisch. Tafel ist natürlich gedeckt worden von Fotografen höchstwahrscheinlich. Und mit diesem Einfall vom Licht und den Sonnenuntergang, das sieht so geil aus. Hier oben auch dieser Kronleuchter und hier überall von der Decke, da geht schon der Putz ab. Und an den Wänden ist einfach richtig viel Schimmel. Ja, jetzt hat man ja mal ein bisschen Licht gemacht. Schaut euch mal an. Kronleuchter, was für ein tolles Bild das gibt. Ja, Mit der Decke, ne? ja. Wahnsinn. Richtig Auch hier schön. diese schönen alten Stühle. Sieht anders aus. Sehr, sehr schön, wirklich. Super, super schön. Aber man sieht hier oben auch den Schimmel, ne? Naja, nicht nur an der Decke, auch auf dem Boden, ne? Ist komplett. Ja. Guck mal da oben bei Jirka, ne? Oder da die Wand. Alles voll mit Schimmel. Ja. Definitiv. Hier gab es auch mal eine Alarmanlage. Da ist noch der Bewegungsmelder in der Ecke zu sehen. Hat man draußen ja auch schon gesehen. Ne? Genau, da hoffen wir einfach mal, dass es Stück. nicht mehr funktioniert. So, Jirka, viel Spaß auf jeden Fall und passt bloß auf, weil der Boden ist nämlich nicht mehr der allerbeste, wie wir gerade schon von Jirka erfahren haben. Jeder Raum wird hier wohl ein Highlight werden, Leute. Wow. Schaut euch mal an, wie das jetzt hier aussieht, ey. Unglaublich. Allein schon wieder dieser Kronleuchter hier oben, ne? Super schön. Der geleuchtet hat, dann war wirklich das ganze Zimmer erhellt, ne? Plus diesen super tollen Kamin da unten. Ja. Sehr schön. Hier am Boden sind irgendwie Kissen. Sieht so aus, als wenn hier vielleicht jemand sich hingesetzt hat, so ein Teepäuschen gemacht hat oder Ja, so. Ne? komm mal so hin. orientalisch, ne? Komm mal hier hin. Vielleicht können wir das Rätsel lösen, indem wir einfach mal einen Blick hierauf werfen, weil hier ist nämlich der Koran. Und hier auch noch ein Bild von einem Jungen. Tja, das ergibt es gerade Sinn, ne? Mit dieser Szenerie hier. Was ist das denn hier für ein schönes Teil? Ne? Sieht ja mal richtig schön aus. Was war das mal? Oder vielleicht für den Tee oder so. Könnte sein, ne? Ich weiß zwar nicht genau, wie das funktioniert, Ich aber es auch könnte nicht. sein. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Hier sieht man das noch ganz gut auf dem Boden mit den Kissen. Und dazu einfach diese kleinen Gläser, die da überall sind. Das könnte Zucker sein in dem Behälter hier, ne? Ja. Ja. Hier der Zucker und hier auch nochmal dieses Ding, ne? Also mit dem Tee könnten wir vielleicht gar nicht mal so falsch liegen, ne? Sieht aber eigenartig aus. Hier ist irgendwie eine Spülmaschine. Oder ist es eine Waschmaschine? Mit so einem Toplader. Das ist keine Waschmaschine, das ist eine Spülmaschine. Spülmaschine. Aber ich denke mal, hier wurde schon ein bisschen was rausgeräumt. Und das vielleicht einfach, naja, hier reingestellt so als Zwischenlösung oder so. Möglich, ne? Aber sehr schön ist hier oben aber auch diese Verzierung. Siehst du das? Nicht nur dieser Kronleuchter, der so schön ist, sondern im Endeffekt auch hier oben diese schöne Verzierung. Sehr, sehr schön. Aber man sieht auch, guck mal hier, die Decke, könnt ihr das sehen, wie das aussieht? Überall wie so Straßen. Seht ihr das?
Wahrscheinlich Feuchtigkeit oder was wird das sein? Ja, das ist Schimmel und Feuchtigkeit, ne? Der Boden hier ist auch alles andere als gerade und macht auch keinen guten Eindruck mehr, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. So, jetzt geht's wieder durch diesen schönen Speisesaal. Aber in den irgendwie nächsten auch Raum. eine komische Raumaufteilung, ne? Weil hier war das Büro sehr, sehr schön mit dem Sonnenuntergang. Ja, Sehr schön hell. Aber irgendwie seltsam, ne? Hier ist das Büro, da ist ein Esszimmer gewesen. Naja, Wie lange mag denn hier bitte niemand mehr wohnen, Anja? sehr lange, würde ich sagen. Schau dir mal da hinten in der Ecke dieses Radio an. Ja. Das ist so ein Radio aus den 60ern, oder? Ja, kann sein, aber es ist auch nur, also es kann sein, dass es auch nur Deko war, ne? Aber ich finde, der Zustand ist ja auch alles andere als gut und dementsprechend wird das hier auch schon sehr, sehr lange verlassen sein. Vermutlich. Vermute ich auch, ja. Hier ist noch eine ganz alte Waage. Seht ihr das? Mit den passenden Gewichten. Und hier dieses schöne Saba-Radio. Saba-Automatik. Sehr, sehr schön aus Freiburg, das Ganze. Schönes Schätzchen, also ist im echt sehr, sehr guten Zustand. Haben wir schon häufig am Lost Place gesehen, aber der Zustand ist hier wirklich sehr, sehr gut. Hier ist noch Stromkabel. Da muss irgendwas ganz Großes gehangen haben. Da sieht man nämlich noch die Löcher in der Wand, aber das hängt nicht mehr. Hier noch ein kleinerer Kronleuchter. Und dann dieser Schreibtisch. Und auch hier L'Islam. Irgendwas mit Europa und Afrika. Das finde ich hier viel erschreckender. Oh, Terrorismus international, okay. Jetzt die Frage, was war er halt von Beruf, ne? Tja, La République. Sehr, sehr viele Bücher hier auf dem Tisch, auf jeden Fall, man sieht's. Und hier in den Schränken noch mehr Bücher. Ja, ich glaube, sehr kulturell interessiert, würde ich mal so vermuten. Und es gab hier sogar noch einen Tresor, der ist noch verschlossen. Ob da noch was drin ist, ja? Ist es schlagartig dunkel geworden hier in den anderen Räumen? Boah. Ach, Herr Jemine. Hier war der Eingang. stimmt. Hier war der Haupteingang. Wow, guck dir das mal an, Leute. Ja. Boah, wie geil sieht das denn aus? Ey, das sieht aber richtig neu aus, ne? Ja, das sieht schon etwas neuer aus, ja. Das da Aber oben es ist sieht doch- auch neu aus, ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht am Leuchten, ne? Ne, zum Glück nicht, ne? Naja. Guck, da ist das alte wahrscheinlich davon, oder was ist Ja, das? ja, das war die alte Alarmanlage hier. Das ist aber echt sehr neu. Das sieht richtig neu Oh aus. mein Gott, scheiße. Das fehlt uns jetzt auch noch, ne? Ja, das hätte uns auch noch gefehlt. Hier oben ist noch so ein Hirschkopf. Und hier sind noch so alte Michelin-Reiseführer. Für Auxerre, die Jungen. Guide France. Damals musste man noch richtige Straßenkarten benutzen. Und hier sind noch alte Pokale. 1983 ist dieser Pokal hier. Boah. Es sieht aber so heftig aus, wenn du überlegst, dass du hier reingekommen bist, ne? Dann so einen Blick hattest, ne? Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass dieser Tisch hier stand. Das wird wahrscheinlich alles so nachträglich. Das sieht auch aus, naja, hier oben drauf aus wie ein Tapeziertisch, ne? Aber unten sieht es normal aus, ne? Ja, das stimmt. Meinst du, der stand wirklich hier? Ich glaub nicht, oder? Ne. Schau mal da hinten. Ich glaube, das ist noch von ganz damals. Das ist im Endeffekt echt noch von ganz früher, wo das Ganze vielleicht erbaut wurde. Und seitdem ist dieses Gemälde da oben. Würde ich mal vermuten, oder? Was meinst du? Ja, das ist auf jeden Fall schon sehr alt. Hier geht's weiter in den Flur. Boah. Wahnsinn. Aber auch da oben ist diese neue Alarmanlage. Ist schon ein bisschen eigenartig. Sehr, sehr eigenartig. Ja, oder? Bitte? Da vorne ist auch in der Ecke die neue Alarmanlage da. Guck da oben. Wie so ein Bewegungsmelder. Könnte auch stiller Alarm sein. Aber die ist doch auf jeden Fall aus. Tja. Guck
Guck mal hier in den Raum. Boah. Hier ist noch ein Arbeitszimmer oder Bibliothek gewesen. Das ist ja der Hammer. Guck mal, hier liegen so ganz alte Baupläne. Vielleicht sind die vom Schloss hier. Guck mal, hier ist das nicht für Waffen gedacht Ja, oder so? Waffenschrank. Wahrscheinlich war er Jäger. Aber das darf doch nicht so verschlossen. Ja, okay, vielleicht in anderen Ländern. Ja, andere Länder, andere Sitten. Und hier noch mehr Bücher, wie man sieht. Hier war eine richtig schöne Bibliothek, aber es fehlen auf jeden Fall einige Bücher, würde ich mal vermuten, weil ich glaube nicht, dass es so leer mal hier aussah. Nee, Also wurden doch vielleicht die interessanten, bedeutsamen Bücher mitgenommen und der Rest blieb da, warum auch immer. Ne? Aber hier sehr, sehr schön, sehr schöne Bibliothek. Hier noch ein altes Fotokopiergerät. auch vom Klang her ist das ganz anders hier drin. Ne? Es halt nicht. Aber der Boden, der ist echt kriminell, ne? Ja, Wirklich. Da musst du echt aufpassen. Hier ging es einfach ins Schlafzimmer. Jo, Ganz komisch, oder? sehr komische Raumaufteilung, ne? Aber ja. Ach du Scheiße, guck dir das mal an. Hier ist komplett der Boden weg, Sabrina. Okay, das Das ist doch da, wo Jika gerade reingekommen ist. Da ist oder? hier reingekommen. Da ist ein Leiter. Boah, das ist krass. Wahnsinn, hier, ey. Heftig, wenn du das Video siehst, ey. Und wir es vergessen sollten zu danken, ey, dann heftig. Danke auf jeden Fall. Puh. Ja, Wahnsinn, oder? Hier dann nochmal der Blick ins Schlafzimmer, aufs Bett. Super schön, ne? Aber hier ist überall der natürliche Verfall, wenn du mal schaust, ne? Überall. Ja, also wenig Vandalismus eigentlich, ne? Ja. Mein Gott, guck mal, hier hängt noch der Hut. Was war das denn hier für einen Garderobenschrank? Wie so eine Garderobenwand eher gesagt, ne? Hier ist noch ein Kleiderschrank, so ein Spiegelkleiderschrank. Der ist aber komplett leer. Aber mir macht gerade dieser Boden wirklich Sorgen, Leute. Weil letztendlich sieht man mal, wie das Ganze hier gebaut wurde. Sprich, Balken und dann Holz drauf. Und dann war das der Boden, ne? Hier war vermutlich mal die Küche gewesen oder vielleicht ein Badezimmer. Ja, Ne? Von den Fliesen. Aber wenn man mal überlegt, du merkst doch hier, wie komisch der Boden ist, ne? Du musst ja echt nur ein morsches Brett erwischen. ja. Und dann könntest du theoretisch Eine Etage tiefer eine fliegen. ganze Etage runterfallen. ab in den ne? Keller. Aber du musst echt aufpassen, dass du hier irgendwie auf diesen Balken läufst, Anja. Das ist das, was Jirka auch gerade meinte. Das ist echt hier schon gefährlich, Leute. Hier war das Badezimmer. Aber was ist das für eine komische Raumaufteilung? Was war denn dann nebenan? Auch ein Badezimmer oder Ja, was? vermutlich vielleicht ein größeres oder so. Ja, Ich möglich, weiß ne? nicht, ganz komische Aufteilung auf jeden Fall. Jetzt sind wir da im Flur, ist ein bisschen heller. Das ist auch auf jeden Fall auch echt beeilen. Anja auch gerade noch mal gesagt, als die Kamera aus war, wir müssen definitiv gucken, dass wir hier noch einigermaßen im Hellen wieder raus können. Deswegen haben wir jetzt hier nicht so eine ruhige, entspannte Erkundung, wie wir es eigentlich ganz gerne für den Ort hätten. Aber es ist einfach zu gefährlich, im Dunkeln hier rauszugehen. Ihr habt es ja gesehen. Hier dann jetzt die Küche. Boah, guck dir das mal an, wie alt das hier ist. Meine Güte. Ja, schaut mal hier, wie alt das aussieht, bitte, ey. Es passt irgendwie alles gar nicht so richtig zusammen, ne? Ich meine, sieht alles schon sehr, sehr alt aus. Und dann diese Bewegungsmelder und Alarmanlagen, die wirklich neu aussehen, ne? Oh mein Gott, ey. Ja, ja. Und wir müssen wirklich aufpassen, weil ich glaube, hier ist vielleicht noch jemand, der ein Auge auf die ganze Sache hat. Leider. Und den möchte ich, glaube ich, hier im Ausland nicht erwischen. Oder auch nicht, schon gar nicht im Dunkeln oder so. Oh ja, schon gar nicht im Dunkeln. In so einem riesen Schloss muss nicht unbedingt sein. Also gibt bessere Orte. Und ihr macht gerade noch ein paar Hochformatbilder für Instagram. Also wer uns da noch nicht folgt, schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Aber ganz ehrlich, ne, hier, das ist so eine zusammengewürfelte Küche, wenn du mal schaust, ne? Und das sieht eher aus wie so ein Wohnzimmerschrank, der hier hingestellt Ja, ne? wurde, ne? Finde ich auch. So ein bisschen so 70er-mäßig. Ja, oder? ja, das stimmt. Und hier noch so ein kleiner Küchentisch. Vielleicht wurde hier aber auch gekocht, ne? Also vielleicht war es für die Angestellten, die die Leute hier bekocht haben. Oder Ganz so. ehrlich, ich glaube, zuletzt war hier niemand angestellt. Nee. Ja, weiß ich Glaube nicht. ich nicht. Keine Ahnung. So, wir werden jetzt auf jeden Fall nach oben gehen und gucken, dass wir da oben noch ein paar Aufnahmen hellen machen. Guck dir das mal an, wie das hier aussieht, ne? Wie in so einem Horrorschloss, ehrlich. Ach
Scheiße. Es wird auch nicht unbedingt besser. Hier oben, riesengroßer Schwarzschimmel. Boah, also das Ding ist nicht nur einsturzgefährdet, es ist auch wirklich gefährlich, sich lange hier drin aufzuhalten. Schöner großer Spiegel auf jeden Fall. Und hier nochmal ein Blick nach unten ins Treppenhaus. Sehr, sehr schön. Gab auf jeden Fall noch eine weitere Etage. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich da hoch möchte, wenn ich mir das hier angucke. Geht das so vom Licht her, oder? Ja. Hier war auf jeden Fall eins der Schlafzimmer. Sehr, sehr groß, ne? Mhm. Also es ging hier auf jeden Fall noch um die Ecke. Da hinten steht der Kleiderschrank. Eventuell stand hier sogar auch noch ein Bett. Kann sein, ja. Ist zumindest noch so ein Bettgestell über, ne? Auch hier wieder ein riesengroßer Spiegel, ne? Ja. Sehr, sehr schön. Und dann ging es hier einmal die separate Toilette. Boah, das ist das schräg hier. Merkst du das? Ja. Merkst du es? Und hier das Badezimmer. Als wenn das Gebäude gleich in die eine Ich Richtung glaube, geht. das kannst du auch nur noch abreißen. Ja. Oh, das Waschbecken steht auch so, Ja. so schief. Da siehst du das? Ja. Was war denn hier? Das ist doch zu dem Raum, oder nicht? Da ist aber keine Tür mehr. Da, mysteriös. Ja, die Tür führt in den Raum. Aber da ist keine Tür. Okay. Boah, stinkt das hier drin. Hier auch wieder ein Schlafzimmer. Etwas kleiner auf jeden Fall, ne? Aber auch hier wieder mit so einem riesigen Wandschrank, voll mit Büchern. Und hier nochmal der Blick auf diesen großen Teich. Und ich vermute, das war ganz früher mal ein Springbrunnen gewesen, links und rechts. Ja, das macht Sinn, wie das so aussieht, oder? Hier in dem Schrank noch mehr Bücher. Meine Güte. Wie viele Bücher. Und das ist ja offenbar echt nur der Rest, der hier geblieben ist, ne? Da wird ja definitiv noch mehr gewesen sein. Alles noch gefüllt, Leute. Oh, der Boden. Hilfe. Ja, der Boden ist echt kriminell. So, hier haben wir jetzt auch gerade mal wieder gehört. Das ist ja auch ganz gut. Ich muss gleich nochmal unbedingt ihm sagen, dass wir uns echt beeilen müssen. Das war jetzt sein erstes Chateau hier in Frankreich, aber das geht echt nicht mit dem Licht, ey. Ne, geht auch nicht mit dem Boden. Oh. Boah, der Boden. Hier wieder ein weiteres Schlafzimmer. Ja, sehr schön. Also der Boden ist katastrophal, oder? Der Boden ist katastrophal, oder? Was ist los? Das ist geil. Ja, aber wir müssen uns beeilen hier, keiner. Soll ich euch zu den einen Raum da bringen? Weil der lohnt sich noch richtig. Ja, zeig mal. Das ist aber sehr gefährlich. Ja? Ja. Dann zeig uns mal den einen gefährlichen Raum. Das ist der Boden hier. Mein Gott, man sieht es auch hier. Guck mal. Von da oben. Guck dir das mal an. Guck dir Badezimmer. mal dieses Badezimmer hier an. Heftig. Riesengroßer Spiegel. Und jetzt eine kleine Mini-Badewanne. Und alles ist krumm und schief hier. Jeder Schritt ist echt eine Gefahr. Ach du Scheiße. Ja. Ach du Scheiße. Da wo die Spalte sind, das Ja. sind die Deckenbalken. Ja. Also immer nur da reingehen. Okay? Ja, das kriegen wir. Daneben klicken. Komm. Ist safe, ich bin schon 2 Jahre rüber. Hier auch. Ja, okay, der Raum hat sich auf jeden Fall gelohnt. Boah. Wahnsinn. Aber hier ist safe. Hier ist safe. Ja, ich denke hier, dran, hier einmal merkst du. zurückgehen, ne? Merkst Ja. aber auch. Okay. Boah, Wahnsinn, Leute, ey. Da dir steht das- doch ein Teleskop. Guck dir das an. Wahnsinn. Sehr, sehr schön, Das oder? hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? Ja, der Raum hat sich definitiv noch gelohnt. Kommt noch so ein bisschen Licht noch rein. Sehr schön. Ja, und dann hier dieses schöne Teleskop, ey, wunderbar. Und draußen ist jetzt gerade die Sonne untergegangen. Noch ein bisschen Tageslicht ist und man hat hier diesen riesengroßen Blick auf das ganze Anwesen. Wunderschön. Ja, erkennst du noch was? Ja, irgendwie sehe ich da nur so kariert oder so. Naja, vielleicht liegt es auch an den ganzen Schmutz, der da drauf ist. Keine Ahnung. Gut möglich. Ja, schöner Raum. Sehr schöner Raum. Wir wären wahrscheinlich nicht hier reingegangen. Nee, wahrscheinlich nicht. Hier ist da so eine Schatztruhe. Komplett mit Samt überzogen. Aber ich krieg's gar nicht auf. Na, ist egal. Hier noch so ein Schminktisch, wie man sieht.
mit so einem Spiegel. Und da nochmal was vom Islam. Es ist so eine Mischung zwischen alte Dinge, die hier im Haus blieben, plus Sachen, die der damals mitgenommen hat, also mitgebracht hat, ne? Findest du nicht? Na gut, dann gehen wir mal diesen super sicheren Weg wieder zurück. Der ist super sicher, sagt Der ist total safe. sagt der Bauleiter. Oh, mir wird richtig schwindelig, ey. Wo ist es hier? Nein, einfach da. Boah, Leute, also das ist gar nichts für mich, ne? Echt nicht, überhaupt nicht. Boah, hier riecht's echt unangenehm. Ja gut, das war quasi hinter dieser Tür, die zu war. Hier war das Schlafzimmer, was wir gerade gesehen haben. Und hier sind wir wieder in dem Flur. Also haben wir jetzt hier oben alle Zimmer gesehen. Wir gucken mal, wie es ganz oben ist, ob man da nochmal filmen kann, sich alles in Ruhe angucken kann oder ob es zu gefährlich ist. Ne? Aber ich glaube, Jirka ist auch oben, oder? Ich glaube auch, ja. Guck dir das mal an. Guck dir mal an, wie schief die Treppe ist. Boah, ich geh gleich mit dem ganzen Treppenhaus nach unten, ey. Boah. Komplette. Also hier ist leer. Komplette Katastrophe, aber auch hier ist der Boden richtig schlimm. Leer. Das sieht alles nach Rohbau aus da drin. Okay. Guck dir das mal an. Boah, Siehst du, dass Vogelscheiße des Todes, alles so richtig rohbaumäßig ist? ja, ja. Hier ist noch ein bisschen was vom Schlafzimmer übrig. Die Stühle, die gab es bestimmt auch damals schon. Mach lieber Aber Licht aus, ey. Du kannst das Ganze hier nur abreißen, ehrlich. Das ist, ja. Richtig schade eigentlich. Hatten die das hier mal vermietet oder so? Guck mal, hier sind so Nummern. Nummer 8, Jo. Nummer 7. Jo. War das hier vielleicht mal Das ein war ein Hotel? Hotel. Ja, Das wäre crazy. ja, das stimmt. Aber siehst du, das. Ich weiß nicht, unten sieht das doch ganz anders aus, oder? Ja. Die haben das hier nicht renoviert oder sowas. Ne, ist noch sehr, sehr alt hier alles. Vielleicht haben die nur unten gewohnt und hier oben haben sie einfach gar nichts gemacht. Ja, vermutlich, ne? Und vielleicht sieht es deswegen auch so Aus, wie es extrem aussieht. aus, ja. Geh dir mal lieber vor, nicht, dass wir zusammen einstürzen oder so. Ist Jirka jetzt hier noch auf der Etage oder schon Ich unten? glaube unten. Was ist? Ich versuche gerade zu identifizieren, wo er ist. Ich dachte, er wäre oben, also muss er eigentlich dann unten sein, oder? Denke. Es sei denn, er hätte den Teil noch nicht gesehen, den wir da hinten gesehen haben. Ich wollte schon immer mein ganzes Leben lang im Dunkeln in so einem Horrorschloss sein. Kann ich jetzt von meiner Bucketliste Da streichen. hinten ist er. Also ich bin nur froh, dass wir beide nicht allein hier sind. Ich finde, mit einer dritten Person gibt es noch ein bisschen so ein beruhigenderes Gefühl. Von Sicherheit. Man ist nicht so angespannt, finde ich. Ne? Also, Ja, das stimmt. Wir machen auch gerade die Taschenlampe gar nicht auf volle Leistung. Deswegen ist es auch jetzt auch für euch ziemlich dunkel. Aber ich denke und hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. er spielt da mit der Waage. Ach so. Der kleine Jirka. Ja. Sabrina, bist du denn wahnsinnig? Warum bin ich denn jetzt wahnsinnig? Nur Schritte gehört. Ich habe vorhin schon jemanden gehört. Ja, und? Hört doch mal auf damit. Der kleine Jirka spielt mit der Waage. Ja. Er hat doch schon ein Tränchen vergossen. Echt? Es ist so schön da oben. Ich kenne das ja nicht. Aber ganz oben war... Ganz oben ist nichts. Und das ist Ist in so nicht einem schlechten Zustand. Jirka, wir müssen uns ein bisschen beeilen, wir wollen nicht nerven. So, wir haben jetzt auf die Insta geswitcht und ihr könnt ja sehen, wie dunkel das jetzt ist. Hier im Raum.
So, wir haben es rausgeschafft. Jetzt warten wir nur noch auf Mirka. Draußen ist wieder ein bisschen heller. Boah, da sieht man mal, wie wenig Tageslicht hier einfach nur reinkommt, ne? In die ganze Hütte. Warte mal, nimm mal meinen Handschuh. Ja. Den packen wir auch noch schon mal rein. Dann haben wir alles so weit weg. Jetzt nur noch auf Mirka warten. So friedvoll eigentlich hier, ne? Ja. Diese Ruhe. Kann aber auch gruselig sein. Da drin fand ich jetzt gerade schon sehr unheimlich, weil es so duster ist. Überall halt die Fensterladen zu. Nur in wenigen Räumen waren die ja offen. Und es ist einfach unheimlich, wirklich. Ich halte hier die Steine, okay. Willst du die? Ja, ich halte hier gegen. Jäger macht wieder alles ordentlich zu. So, ja, du kannst, ja, da kannst du. Und jetzt schieb das mal ruhig zu, mach mal das auf. Das linke, richtig gegendrücken. Das linke kannst du wegdrücken, ganz wegdrücken, genau. Und jetzt mach mal den Schritt hier runter auf die Treppe. Ja, sieht gut aus. Super. Danke. Ja, kein Problem. Ja, ist schade, dass wir jetzt uns ein bisschen beeilen mussten, ne? Aber das ist einfach zu gefährlich. Wir leuchten da drin alles aus. Schau jetzt schnell auf surfshark.com/lostplace vorbei und sichere dir 4 zusätzliche Monate Surfshark gratis. Danach kannst du dir direkt die Vlogs zu dieser Lost Place Tour anschauen. Wir freuen uns riesig über dein Feedback in den Kommentaren. Bis bald.